What it made to me, shit be freaking bravery. See, it's mine to slavery. 9 to 5, grind and strive. Fucking nigga pay me less. It pay my bills at minimal, but see it pay me stress. Doing this and doing that, and turn around and scold you true. How I did it wrong when I just did it like you told me to. Fuck you, eat a dick. That's what I be really thinking. Yes, sir. No, sir. That's what I be really speaking. Cause even though this job pissed me off, obviously, what make a nigga piss more is living poverty. Obviously, I gotta work, suck it up and give a smirk. Smiling even though it hurt and see my boss a fucking jerk. They call it a paycheck, it's really disrespect. That shit's so low I can't afford to call collect. And that's better than Mike Jack with the White Sox. I'm steady slaving for days, just give me one shot. Slaving all day, slaving all night. We work long days and we work long nights. Slaving all day, slaving all night. We work long days and we work long nights. Slaving all day, slaving all night. We work long days and we work long nights. Slaving all day. Das ist ganz beschissen, das Ding ist jetzt orange, ne? Seht ihr ja, ne? Und das ist ja noch grau. Warum ist das grau? Johannes? Weil es noch nicht schwarz gemacht wurde. Oder noch nicht beschichtet worden ist, ja. So, und jetzt kommt halt das Schlimmste. Wir wissen nicht, welche Farbe soll man nehmen. Was sagt denn ihr dazu? Schwarz sagen wir. Schwarz. Kein rosa. Schwarz. Und wenn wir das schwarz machen, was machen wir im Heckrahmen? Machen wir dann auch schwarz oder orange, silber oder... Den machen wir auch schwarz. Bei dem Farbkonzept machen wir den auch schwarz. Okay. Schwarz. Schwarz. Stell's da her. Mutter, was hast du? Was ist denn? Schwarz. Schwarz. Schwarz, oder? Schwarz, ja. Ja. Okay, schwarz. Also wir sind alle für schwarz. Also Heckrahmen schwarz, Hauptständer schwarz, Schwinge, Endantrieb schwarz. Fußrasten auch schwarz. Jetzt sind wir drauf. Anschaust, wie das nach hinten fällt, sieht das immer so aus, als wäre da hinten zu viel Gewicht drauf gewesen. Ja? Wenn du mal wirklich drauf guckst, ne? Ja, schaut's aus. Ja, da hat einer Koffer draufgelegt. Ja, jetzt gucken wir mal den Farben von der Motorrad. Okay, machst du? War der hinter, oder? Ja, ich halte ihn jetzt einfach nur mal, dass man das sieht. Ne? Cool. War schon gut, ne? Ja. Sagt mir keiner, dass ich komplett rote Streifen am T-Shirt habe? Ja, war ich. Halt echt. Aber das sieht man auf der... Ja, doch, man sieht. Jetzt hast du dann da einen roten und das wird dann so schwarz-weiß beklebt. Das kommt bestimmt geil. Also, orange-rot. Ich mache wirklich aggressives Das ist ein richtig aggressives Motorrad. Dem gehören die aggressive GS da hinten. Ja. Hey, frag mal die aggressive GS nichts Ist mehr. sowas von aggressiv, du. Schau mal den zusammen. Ja, das stimmt. Die haben so. Welcher Penner macht denn sowas, oder? Das mache ich dabei. Den Abstand. Das war BMW, dann muss es gut sein. Und guck mal den Schweißpunkt an, wo der aufhört. Das muss SWT geschweißt haben, das ist so scheiße geschweißt. Das können nur die gewesen sein. Ja, nur die. Ja, und die biegen sich halt zusammen, ne? Nein, schau mal. Das ist bestimmt da schon nichts mehr gerade, wie der Knick aussieht. Ne? Ja. Und das Waterrohr orange. Das Borderer. Und das ist auch orange. We have seen an English film now from Simply and Away, and that's the time to speak English. Mas schon do mit ja, startet du schon unter dein Jahr. Die Leute und Busse gehen vorbei an die was angegriffen.
Was verraten uns die 4 weißen Punkte? Das ist Design, oder? Ja, Design. Das ist oder? Das ist, Damit ist Napoleon in den Krieg gezogen. was macht man heute? Schutzblech montieren wir. Fender. Was hast du mit deinem Kopf gemacht? Da hat mich der Manuel kaut. Ah, so läuft das hier. Ja. Weißt du, was wir noch unbedingt machen müssen? Was muss man unbedingt noch Der machen? Joachim Liebel war da, der hat seinen Mefa-Aufkleber da gelassen. Der muss noch da unten übers Kleim, hat er gesagt. Mefa, weißt du, was das ist? Das sind die schwarzen Dinger da. Ah, Felgen. Nee, Ne? Reifen. Ah. Steht auch da. Guck. Mefo. Es ist der 7er Plastikbohrer. 7,2 Inch. Mit Leuchtweitenregulierung. Das ist dann amerikanisch, oder? Ja. Ja klar, weil das ist ja Ami-Plastik, oder? Ah. Kommt aus Italien. Ja, da muss man mal aufpassen mit Zoll und Ja, mit ja. Ding. Ja. So, komm, die Scheißmaske jetzt. Dann haben wir zur Auswahl die Version, die Gilster hier hat. Da haben wir einen extra Halter dafür konzipiert. Das wäre ja auch nicht schlecht, ne? Aber weißt du, was mich daran stört? Ich sitze zu viel im Wind. Ich möchte es mehr wie die Originale. Ja, Dann ist vielleicht das da vielleicht besser, ne? Wenn wir das in Orange lackieren? passend zum Moped. Orange, schwarz. Weiß brauchen wir eigentlich gar nichts mehr bei dem Moped. Weiß brauchen wir nicht. Und dann machen wir es nicht wie beim Gravel Scout. Da hat es ziemlich weit vor der Gabel, sondern wir machen es näher hin. Wir haben leichtere Instrumente, also ein kleiner Tacho. Ich habe mir das heute Nacht extra mal angeschaut. Dann können wir näher über die Gabel rutschen. Und für die Zuschauer, die müssen mal schauen, der Spalt zwischen der Gabel und der Verkleidung ist recht groß. Und ich möchte gern, dass die Gabel nicht so weit weg ist, sondern dass es wenn drüber geht. Unser Problem ist nur der Original Barista K-Tank. Wir wollten, dass es beim Einschlagen innen reingeht, in die Spalte. Das müssen wir schaffen. Wenn nicht, müssen wir hier ein bisschen cutten. Dass das ganze Geweih nicht so weit fortsteht, sondern ziemlich nah dran ist. Steht mir das eigentlich? Und ich denke, lichttechnisch ist das schon eine Revolution. Sehr strahlend, ne? Das ist richtig LT, ne? Cool, ne? Vor allem mit Prüfzeichen. E-Approved Made in Chinatown. Ja, nee, das ist schon alles zugelassen. Aber leicht ist das nicht, ne? Eine Halterung oder Scheinwerfer. Und machen wir unsere Befestigungspunkte so seitlich. Dass wir den da seitlich festkriegen, so in dem Bereich, wo es gut aussieht. Ne? Wie machen wir das fest? Ja, Anbindung. Ich würde schon von der Draufsicht, wenn du die Gabelbrücke so hast, würde ich hier in dem Bereich 4 Löcher setzen und dann so eine Verbindungsplatte rüber. Dass das Geweih beim Gabel rausbauen und einfach drin bleibt. Gute Idee. Dann kannst du die Gabel in Gabelservice machen, hast da Ruhe und das Licht bleibt immer dran. Und das Gute ist, wenn wir das so machen, können wir den ganzen Kabelgewirr auch da hinten ein bisschen festmachen. Weil ein bisschen was haben wir ja oben drüber, ist so eine Tacho-Befestigung. Gut, das sorgt ja nicht. Du hast ja alles da, ne? Kommen wir da rein. Da kommt dann
vom Franco. Der gute Acefell rein. Warum nehmen wir immer den kleinen Acefell, fragt er mich. Was langt? Was will ich mehr wissen als die Geschwindigkeit und ich will einen TÜV drauf bekommen. Daher, da Zündschloss Okay. und da oben ein MS-Reifenaufkleber. Nachher Lichtmaschinenkontrolle, dann schon fertig sind wir. Mehr brauchen wir nicht, ne? Ja, das ist halt das Vorteil, das Ding. Riecht nichts, ne? Nee. Ist das richtig wasserdicht? Ja. Prima. So machen wir das genau. Und wenn du das so richtig festmachst da, mit den Löchern da, wie du gesagt hast, Ja. beim Sprung hält es auch super aus. Da bricht uns nichts weg. Vorteil an der Platte ist, die wird an den Stellen gekantet und hat eine Luft und dann kann man auch So kommt es noch. Die Ohren noch mal weg. Die Originalen. Schaut echt gut aus, ne? Das geht sogar für den Dampf. Ich hab gedacht, das schaut schlecht aus.